Mein Name ist Wilhelm Stock. Ich bin Leiter der technischen Weiterbildung der RWE Power AG bei dem Stromerzeuger im RWE-Konzern. Und wir machen die ganzen Trainings für die Leute in den Kraftwerken, in den Tagebauen, damit die ihren Job besonders gut machen können. Positionierung von Vitero bei uns im Konzern ist eigentlich das Tool für die synchrone Kommunikation in Lernsettings, in Blended Learnings, wo wir sagen, das Tool, wo wir keine andere Alternative derzeit am Markt zu sehen. Zu Vitero fallen mir so auf den Stopp heraus 3 gute Schlagworte ein. What you see is what I see. Kommunikation im Raum. Die einfache Installation, hätte ich beinahe gesagt, aber der einfache Nutzen von Vitero über einen Link. Und zum Dritten die sehr intuitive Oberfläche, das intuitive Benutzen von Vitero für denjenigen, der halt im virtuellen Raum agiert. Also wir haben ja schon jetzt ein paar Jahre Vitero im Einsatz und für uns ist eigentlich das Innovationspotenzial von Vitero eine ganz wichtige Sache, weil wir zum einen als Kunde einen relativ kurzen Draht haben zu Vitero selber, auch dann so ein bisschen Einfluss nehmen können auf die Entwicklung, anders als bei einem riesigen Konzern. Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl für Vitero: einmal die intuitive Benutzung für denjenigen, der im virtuellen Raum agiert, für den Trainer genauso wie für den Lernenden. Das andere war dieses Szenario, ich schicke jemandem einen Link und er kann Vitero benutzen. Also wir sind ja am Anfang mit dem Piloten erstmal gestartet. Schon allein die Frage, bevor wir zum Piloten kamen, welche Vergleichsmöglichkeiten haben wir, war also Beratung von Vitero schon sehr gut. Und haben dann in dem Piloten eine sehr gute Betreuung, sehr gute Beratung gehabt. Und auch bei den ganzen Settings, bei dem ganzen Vorbereiten der Teilnehmer im Piloten. Ja, und dann kam das Training, wo wir uns entschieden hatten, wir machen es. Und auch das ist von Vitero super abgewickelt, immer auf der Basis Vitero. Jedes Training ist dann immer wieder selbst noch Erfahrung sammeln, sicherer werden. Also es ist sehr gut gelaufen und läuft auch heute noch sehr gut, wenn wir also jetzt sukzessive neue Moderatoren dazu bekommen. Wir machen einen Termin mit Vitero, das Ganze funktioniert recht unkompliziert. Und wir haben dann sehr schnell die Leute qualifiziert für den Einsatz als Moderator. Wir setzen Vitero hauptsächlich ja in Lernsettings ein und Vitero ermöglicht uns ja als virtueller Raum ganz andere didaktische Konzepte zu fahren. Und das verändert natürlich auch die Lernkultur im Unternehmen, vom Präsenztraining hin zu Blended Learning Settings, wo wir dann natürlich Vitero immer nutzen, um Interaktion zu bekommen, um soziale Zusammenarbeit zu bekommen. Und damit kann man auch natürlich sehr schnell durch die gezielte Führung im virtuellen Raum Lerninhalte schneller, effektiver erarbeiten, besser dokumentieren. Also das bringt uns im Lernsetting eine ganze Menge. Auch die Möglichkeit eben dann für die Teilnehmer, sich nochmal im Café zu treffen und zu sagen, okay, jetzt lernen wir gemeinsam. Ist also für uns schon ein guter Schritt in der Lernkultur, um weg vom Präsenztraining zum Social Learning zu kommen. Ja, wir setzen Vitero ja, ich sag mal, als das Tool ein für uns in diesen Weiterbildungssettings, überall, wo es um synchrone Kommunikation geht, im virtuellen Raum. Und das ist auch eine Sache, die sich langfristig eben in der Zusammenarbeit mit Vitero weiterentwickeln wird, wo wir einfach sagen, es ist ein verlässlicher Partner, es ist ein gutes Produkt und darauf kann man sich eigentlich verlassen als Weiterbilder. Ja, die Rolle Datenschutz bei der Auswahl. RWE Power ist ein momentan mitbestimmtes Unternehmen. Wir haben ein sehr gutes Standing, was das Thema Datenschutz angeht, das Thema Mitbestimmung im Datenschutz. Und das ist bei uns von Anfang an im Fokus gestanden. Die Frage, wo stehen die Server, wie werden die betrieben, wie gehen wir mit den Daten um, wie ist die Datenverschlüsselung. Alles Punkte, die wir auf die Waage gelegt haben und wo Vitero sehr gut für uns abgeschnitten hat. Vitero weiterempfehlen, zum einen eben dieses Thema intuitive Bedienung. Es läuft sehr gut, es läuft stabil, ohne große Softwareinstallationen. Es gibt die Möglichkeit, immer besser jetzt Mobile Devices einzubinden. Und what you see is what I see. Ich kann mich wirklich auf Kommunikation im Raum konzentrieren, als Moderator, als Teilnehmer. Ich finde es einfach klasse.